Möchte ich überleiten zum nächsten und letzten Vortrag unserer Sektion. Herr Dr. Kai Ahrens wird uns vortragen zum Thema Industrial Transformation in the Automotive Sector, Strategies and Success Factors using the example of EVs Mobility Systems. Also wir alle stehen ja vor großen Transformationen, zum einen eben vom Verbrenner hin zu stärker elektrifizierten Antrieben. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir werden nicht nur batterieelektrische Fahrzeuge sehen, aber verstärkt elektrifizierte Antriebsstränge sehen. Das ist eine Transformation. Die andere Transformation, die wir hier gerade diskutieren, ist ja auch die von klassisch regelbasierter Software fertig zum SOP hin zu Software-Defined Vehicle. Nächste Transformation ist dann das Thema AI. Also von daher glaube ich, wenn man das jetzt auch abstrahiert, was Sie uns gleich zeigen werden, ist es durchaus für jeden hier im Raum hochinteressant. Ja, Herr Dr. Kai Ahrens hat Mathematik studiert. Ja, da kam eben schon der Hinweis auf das Thema Mathematik, war dann hat promoviert bei Siemens oder vielmehr durch die TU München promoviert, war während der Zeit bei Siemens gewesen, anschließend eingestiegen bei Knorr Bremse und hat dort unterschiedliche Rollen gehabt, bis er eben 2013 zu IWIS Motorsysteme kam, dort erst als Leiter der Grundlagenentwicklung gearbeitet hat, dann Bereichsleiter wurde und heute als Vice President Strategy, Business Development and Change aktiv ist. Ja, von daher freuen wir uns sehr auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Dann erstmal, Professor Eckstein, Dankeschön für die Vorstellung und auch Dankeschön, dass ich heute hier sein darf. Als einziger, sag mal, nicht technischer Vortrag in dieser Session sind schon, glaube ich, Welten zwischen den Themengebieten. Ich hoffe, Sie können trotzdem auch ein bisschen was davon mitnehmen, weil, wie Sie schon gesagt haben, lässt sich durchaus verallgemeinern. Deshalb, wir schauen hier heute auf den Umbruch, den wir im Automotive sehen und zeigen anhand der EVs Mobility Systems die industrielle Transformation, die wir da durchlaufen sind. Und um halt das Fallbeispiel ein bisschen besser verstehen zu können, möchte ich erstmal die EVs-Gruppe vorstellen. Uns gibt es seit 110 Jahren, also runder Geburtstag dieses Jahr. Und wir haben uns in der Zeit entwickelt von einem Kettenhersteller zu einem Industrieunternehmen mit 3 starken Divisionen, bestehend aus der EV Smart Connect, Steckerlösungen, Kontaktierungslösungen, Standsbiegeteile, der EVs Antriebssysteme, Kettenlösungen für Antriebssysteme in der Industrie, in der Landwirtschaft, Medizintechnik und eben der EVs Mobility Systems. Und da Steuertriebssysteme und seit neuestem auch Elektromotoren. Und dabei nicht vergessen, wir haben eine Drittelbeteiligung an Team eDrives, ein kleiner und feiner Elektromotorenentwickler und Hersteller. So, jetzt fokussieren wir uns aber im Rest vom Vortrag eher auf die EVs Mobility Systems. So, genau, vor 110 Jahren hat erstmal alles mit der Fahrradkette angefangen. Und über die Zeit hat sich dann die EVs Mobility Systems von da entwickelt zu einem der 4 namhaften weltweiten Hersteller für Steuertriebssysteme. Und wir sind heute Weltmarktführer für Dieselsteuerketten. Und wir haben in den letzten Jahren dieses Geschäftsmodell Steuertriebssystem immer weiter optimiert, haben das ausgebaut, haben da Stärken aufgebaut im Industrial Engineering. Wir können unsere eigenen Anlagen entwickeln, haben eigene Technologienentwicklungen rund um den Steuertrieb aufgebracht, wie unsere Tritan-Beschichtungen, Automotive Qualitätsdisziplin, Lieferzuverlässigkeit, internationaler Footprint, you name it. Und dann kommt dieser strukturelle Wandel in der Automobilindustrie. Ja, politische Unsicherheiten, unsichere Märkte, viel mehr Richtung Software für uns als Mechanikhersteller im Verbrennungsmotor. Und dann natürlich insgesamt das Thema Elektrifizierung bedroht unser Geschäftsmodell. Und dann standen wir natürlich vor der Frage, wie gehen wir damit um? Was nun, EVs? Na, in dieser Situation, wir haben uns sehr stark spezialisiert auf das Thema Verbrennungsmotor, ja,
wir haben dadurch eine Pfadabhängigkeit erzeugt. Wir haben ganz etablierte Routinen, wir haben hohe Investitionen getätigt, wir haben ganz stabile Kundenbeziehungen, die unser Geschäft stabilisieren. Ist alles super fürs Standardgeschäft, sage ich mal, ist aber durchaus nicht förderlich, um einen abrupten Wechsel darzustellen und eine radikale Veränderung herbeizuführen. Erstmal als Ausgangssituation. Und dann haben wir uns die Situation angeschaut und haben auch ganz klar das Commitment abgegeben, wir wollen weiterhin unser angestammtes Geschäftsmodell bedienen. Wir wollen weiterhin zuverlässig unsere Kunden beliefern und wollen zusätzlich eine neue Relevanz aufbauen, wollen uns zusätzlich weiterentwickeln, ein neues Standbein. Und wir haben uns dafür entschieden, das in kundenspezifischen elektrischen Systemen zu tun. Und das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Geschichten. Auf der einen Seite die Kette, auf der anderen Seite der Elektromotor. Wie gehe ich damit um? Ja, das ist schon eine große Veränderung. Und hier haben wir eine industrielle Transformation durchführen müssen unter realen Bedingungen. Unsicherheit, Pfadabhängigkeit und anhaltender Druck im Bestandsgeschäft. Im zugehörigen Paper haben wir das, was wir dann damit gemacht haben, analysiert. Ich möchte hier kurz die Logik darstellen. Wir haben das unterteilt einmal in einen empirischen Betrachtungsraum, das ist also die Zeitleiste, in der wir so die Hauptaktivitäten in der Transformation durchgeführt haben. Da gibt es dann Evidenzbasis, Präsentationen, Dokumente, interne Interviews. Und das alles haben wir dann analysiert und in 5 Haupterfolgsfaktoren geclustert. Und diese Erfolgsfaktoren, die wir da herausgezogen haben, sind einmal das Thema Ambidextrie, Beidhändigkeit, also wie schaffe ich es, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Dann das Thema Manage den Change. Wie schaffe ich es, gerade jetzt Kette zu Elektromotor, wie schaffe ich es da, die Mannschaft mitzuholen und Kompetenzen, die ich einmal aufgebaut habe, da nicht zu verlieren, die Leute mitzunehmen. Partnerschaften mit komplementären Assets. Wie baue ich Partnerschaften richtig auf, sodass sie wirklich einen Mehrwert bringen? Und dann das Thema Scaling, Internationalisierung, gerade im Automotive. Wenn ich keine glaubhafte Skalierungsfähigkeit mitbringe, wird es nichts mehr im Geschäft. Und als letztes Nischenpositionierung. Wie suche ich mir die richtige Nische vor Unsicherheit? Ja, wenn ich nicht weiß, wie die Zukunft aussieht, wie kann ich mich denn da auf eine Nische fokussieren? Schauen wir erstmal auf den empirischen Betrachtungsraum. Und da fällt schon auf, das ist gar kein so kurzer Zeitraum. Also es gab nicht eine Ad-hoc-Entscheidung bei uns, so und jetzt machen wir Elektrifizierung und zack, bumm, sondern das ist über einen längeren Zeitraum gelaufen. Wir haben Optionen aufgebaut, wir haben dann Stück für Stück Kompetenzen erweitert und sind dann erst mit wachsendem operativen Commitment da reingegangen. 2011 ging es eigentlich los, da haben wir ein Investment getätigt in die Teen E-Drives. Damals kann man das als Optionsaufbau vor Unsicherheit beschreiben. Wir haben dadurch einen Zugang zu E-Drive-Know-how bekommen, ohne dass wir komplett in den Scale-up gehen mussten. Und das war erstmal da. Wir haben Optionen bekommen. Wir haben dann auch schon lange überlegt, wie können wir unser Geschäftsmodell erweitern, wo können wir hingehen. Da haben wir das Thema elektrische Kontaktierung, Stanzen und Biegen als Grundlagen durchaus als Expansionsraum identifiziert und haben das dann 2017, 2018, 2021 mit Akquisitionen untermauert. Und daraus dann eine eigenständige Division, die IWIS Smart Connect, aufgebaut. Kleine, feine Organisation mit eigenständigen USPs und klarem Profil. Aber warum ist das für die IWIS Mobility Systems wichtig? Weil wir in dieser Phase
einiges an Entwicklungsunterstützung auch für die EWI Smart Connect geleistet haben und durch diese gemeinsamen Entwicklungen sich für uns als EWI Mobility Systems dann neue Entwicklungspfade aufgetan haben, die wir jetzt in der weiteren Entwicklung dann sehr gut nutzen können. Ab 2018 ungefähr haben wir dann angefangen, die Zusammenarbeit mit der Teen eDrives zu vertiefen. Das war erst, muss man ganz klar sagen, sehr selektiv, anlassbezogen, einzelne Termine zusammen durchgeführt. Aber wir haben gemerkt, da ist was Gutes und haben das dann Stück für Stück strukturierter aufgebaut und entwickelt zu einer richtigen Partnerschaft. Weiterer Meilenstein war 2022. Da haben wir hier auf dem Wiener Motorensymposium bekannt gegeben, dass wir uns von EWIS Motorsysteme, der eine oder andere kennt den Namen wahrscheinlich noch, zu EWIS Mobility Systems umbenennen, um eben auch zu zeigen, dass wir uns in der Zukunft breiter aufstellen werden, dass wir rausgehen von der singulären Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor und offener werden für andere Anwendungen. Und 2023 haben wir dann die Partnerschaft mit den eDrives erweitert, auf formalere Füße gestellt, haben eine Kollaborationsvereinbarung unterzeichnet und den ersten Erfolg verzeichnet. Wir haben das erste Elektromotoren-Entwicklungsprojekt gewonnen und ja, daraus entstanden ist dann, dass wir dieses Jahr unsere ersten Elektromotoren bei EWIS Mobility Systems produzieren. Welche Erfolgsfaktoren haben wir da identifiziert? So. Was wir da gemacht haben, ist vielleicht so fachbegrifflich das Thema eine Kompetenzrekombination. Kompetenzen, die wir haben, mit neuen Kompetenzen verheiraten, daraus was Neues geschaffen. Und organisatorisch, also wie ist die organisationale Ambidextrie umgesetzt, haben wir das getan, indem wir eine Business-Unit-Struktur aufgesetzt haben. Wir haben einmal als Business Unit die Combustion Engine, also das Steuertriebsgeschäft, da fühlen wir uns zu Hause, haben wir viel Erfahrung gesammelt, sehr viel Expertise aufgebaut, ist ein Markt, den wir sehr, sehr gut kennen. Dann haben wir daran anknüpfen, weil ähnliche Produkte, das Aftermarket-Geschäft, aber ein Markt mit einer ganz eigenen Dynamik, der auch entsprechend selbst verwaltet auch bedient werden muss und die elektrischen Systeme, neu dazugekommen. Und das Geschickte dabei war, dass wir das so aufgebaut haben, dass wir die Kompetenzen, gerade was Richtung Industrialisierung angeht, die wir im Verbrennungsmotor, in den Steuertriebssystemen aufgebaut haben, dass wir diese Kompetenzen für die elektrischen Systeme übertragen konnten und dann Stück für Stück neue Kompetenzen mit hinzugenommen haben und die da, wo es strategisch wichtig war, mit eingepflegt haben. Sei es halt die Schnittstellen über die Kontaktierung zu bedienen, sei es Co-Engineering in den elektrischen Motoren, eigene neue Produktlogiken aufgebaut. Ja. Und so haben wir für uns das definiert, dass eben dieses starke Erbe, dass es keine Last mehr wurde, sondern dass es am Ende zu einem Asset wurde. Wir konnten damit schlüssig machen, dass wir unsere bestehenden Stärken genommen haben, mit neuen Fähigkeiten verbunden haben und damit eben einen neuen Markt bedienen können. So. Wie haben wir es geschafft, die Leute mitzunehmen? Ja, Change Management gibt es unterschiedliche Modelle. Hier aus dem Bauch heraus oder aus unserer Analyse die 3 Dinge, die uns dabei am wichtigsten erschienen sind. Und da ganz vorne steht das Thema Staffing für diese neuen Projekte, für diese Leuchtturmprojekte. Wir hatten da vielleicht noch erfahrenere Ingenieure im Haus gehabt, die wir auf diese Projekte hätten setzen können, aber hier war die Motivation der einzelnen Mitarbeiter noch viel stärker zu gewichten. Wir haben die Leute da reingenommen, die da richtig Bock drauf hatten. Und diese Motivation, die die Kollegen da mit reingebracht haben, die hat dazu geführt, dass die sich super schnell in diese ganz neuen Themen eingeführt haben. Die waren mega motiviert und haben das nach außen abgestrahlt und haben dadurch die anderen Teammitglieder mitgerissen. Und
direkt damit verbunden ist, dass wir von Anfang an Erfolge gefeiert haben. Den ersten Prototyp, den wir gewonnen haben, den ersten Prototyp, den wir rausgeschickt haben, das erste Teilprojekt gewonnen. Wir haben das gefeiert und haben damit unsere Mannschaft mitgenommen. Auch die Leute, die vorher skeptisch waren, ja, macht ihr mal was mit Elektrik, das wird sowieso nichts. Man hat es gemerkt von Schritt für Schritt mit dem Erfolg, das wird immer interessanter und plötzlich kamen die Leute und wollten teilnehmen an den Projekten, kamen selbstständig, hey, ich will auch bei dem Projekt mitmachen. Wichtiges Thema, Schnittstellen. Schnittstellen muss ich immer definieren, Schnittstellen sind immer ein Thema und war natürlich besonders herausfordernd in einer Thematik, wo wir neu rein sind, wo wir von der Technologie, gelinde gesagt, wenig Ahnung hatten. Dennoch war es ultra wichtig, diese Schnittstellen festzuhalten, zu dokumentieren, aufzuschreiben, den Mitarbeitern das mitzugeben und damit Ownership zu generieren. Ownership war das Wichtigste. Und daraus dann aber wieder die Flexibilität zu ziehen, zu verstehen, wo hat jetzt die Schnittstellendefinition gut funktioniert, um das nachher prozessual umsetzen zu können und das dann Schritt für Schritt anzupassen. Also ein begleitendes Lessons Learned mit einem starken Fokus auf die Schnittstellen. Schnittstellen haben wir auch in Partnerschaften. Und hier ist der Ansatz, den wir Richtung unserer Kunden fahren, die EVIS Mobility Systems, ist das One Face to the Customer. Wir stellen sicher, dass in den Projekten mit unseren Kunden die Kompetenzen, die wir für die Projekte brauchen, da sind. Wir besorgen die, wir kümmern uns drum, fertig. Und dafür nutzen wir eben die Partnerschaften, die wir da haben. Hervorzuheben ist hier besonders die Teen eDrives, weil die Partnerschaft setzt keine reine Kapazitätserweiterung, sondern hier haben wir eine absolut komplementäre Partnerschaftslogik. Die Firmen haben Profile, die so komplementär genau zueinander passen, um dann wirklich die komplette Lücke von Prototyp bis Serie zu schließen. Die Teen eDrives hat besondere Geschwindigkeit in der Konzeptentwicklung, super Prototyping und natürlich das E-Maschinen-Know-how. Und die EVIS Mobility Systems bringt dann die Themen, die relevant werden, wenn es Richtung Nominierung, Serie, Skalierung geht, das Industrialisierungs-Know-how, wir haben Automotive-Validierungskonzepte dahinter, das Qualitätssystem und natürlich die Internationalität. Und ein Beispiel zum Beispiel, wo wir viel von gelernt haben, was jetzt kein Rocket Science ist, aber dadurch, dass wir so eng miteinander zusammengearbeitet haben und die EVIS dann relativ frühzeitig in die Projektphasen schon auch mit in die Designentscheidungen reinging, konnten wir eben sicherstellen, dass wir den Fokus von einem rein, ich mache einen tollen Prototypen, direkt schon Richtung Industrialisierung legen konnten und damit eigentlich den Grundstein dafür, dass das, was wir da entwickeln in der ersten Phase, dass das auch industrialisierbar ist. Zusätzlich haben wir natürlich mit unseren Schwesterfirmen eng zusammengearbeitet. Klar, Kontaktierungssysteme von Smart Connect können wir sehr gut einfließen lassen. Das sind Schnittstellen, die wir im E-Motor brauchen können. Unsere Kollegen von EVIS Drive Systems haben Zugang zu Business Areas, wo EVIS Mobility Systems erstmal keinen Kontakt zu hat, die aber für den Markt Elektromotorik super relevant sind. Und dadurch, dass wir da eben eine gewisse Expertise aufgebaut haben, wissen, wie gehe ich mit Partnerschaften um, fällt es dann natürlich auch leicht, anlassbezogen das zu erweitern, zusätzliche Partnerschaften hinzuzunehmen und damit Kompetenzlücken zu schließen, die es eben wie sie eben erforderlich werden, um Kundenanforderungen zu bedienen. Das wichtigste Erfolgsrezept ist aber wahrscheinlich Glaubwürdigkeit für die Skalierung. Und zwar mussten wir da, ich sage mal, the hard way lernen, dass diese Glaubwürdigkeit erst verdient werden muss. Da kann ich noch so schöne Konzepte anbieten, ich muss am Ende Fakten schaffen.
Hier ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir waren da frisch in der Thematik, sind glücklich aber noch relativ spät erst in RFQ reingekommen bei einem Kunden. Unsere Mannschaft war super motiviert und hat da wirklich alle PS auf die Straße gebracht. Der Kunde war super zufrieden. Wir kamen dann, trotzdem wir late to the party waren, kamen wir auf die Pole Position in der Lieferantenbewertung. Aber wir haben das Projekt nicht gewonnen. Wir haben das Projekt nicht gewonnen, weil wir zu dem Zeitpunkt bei uns eben noch keine Anlagen stehen hatten, auf denen E-Motoren produziert wurden. Wir auch. Wir waren ja neu. Und das war erstmal ernüchternd, aber wir sind da und jetzt im Nachhinein wirklich auf die richtige Art und Weise damit umgegangen. Wir haben dann nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern wir haben das als positives Signal gewertet. Wir haben gesehen, dass wir mit unseren Kompetenzen einen Unterschied machen können, dass wir an- und aufgenommen werden und haben die Entscheidung getroffen, hier frühzeitig zu investieren. Wir haben eigene Anlagen aufgebaut für Wickeltechnologie und hat es was gebracht? Ja. Wir werden dieses Jahr mit unseren Elektromotoren in Serie gehen. War natürlich viel Neues für uns, neue Technologien, neue Prozesse, die wir da integrieren mussten, wo es auch auf dem Zusammenspiel ankam. Also sehr viel Lerneffekt, klar. Aber da hat uns unser Automotive Background extrem geholfen. Also die Message ist da, wo ich einen solchen starken Grundstein habe, wo ich die Methodiken kenne, kann ich einfach schon viel mit anfangen und muss dann auch den Mut haben, Neues zu machen und es zu lernen. Und jetzt nutzen wir auch den internationalen Footprint. Wir produzieren Vormontagen in Rumänien, da, ja, wo es halt eher manuell ist, und die hochautomatisierten Vorgänge dann in unserem Werk in Landsberg, in Deutschland. So. Und 2 Folien noch. Was hat uns dabei geholfen? Ein Nischenfokus. Nischenfokus, und dann ist da ein Bild, was irgendwie ganz breit ist und alles zeigt. Ja, weil wir für uns eine Nische definiert haben. Und zwar keine produktabhängige Nische oder anwendungsspezifische Nische. Wir haben keine proprietäre Motorenarchitektur mitgebracht, sondern wir haben uns darauf besonnen, was sind unsere Stärken. Wir haben eine sehr breite Technologie-Toolbox, super kundenzentriert, lösungsorientiert. Wir wollen komplizierte Sachen bekommen, die wir lösen können. Ja, gerne auch safety-relevant. Ja. Und industrialisieren haben wir in 110 Jahren gezeigt, dass wir das können. Und daraus haben wir eben für uns die Nische abgeleitet, dass wir eben nicht versuchen, hier ein Produkt zu entwickeln, was wir dann versuchen zu verkaufen, sondern der Ansatz ist hier, kundenspezifische Lösungen nach den Kundenanwendungen zu entwickeln. Und das kann letztendlich technologisch sehr breit sein. Hier hilft uns natürlich, oder finden wir es gut, wenn die Anforderungen gerade an die Prozessfähigkeit hoch sind, wenn es komplexe Themen sind. Und wir fokussieren hier eher auf, sag mal, mittelgroße Projekte. Also da gibt es sicherlich Player, die gerade mit den Milliarden, Millionen Stückzahlen besser umgehen können. Und nicht im Drivetrain, sondern eher im Auxiliary. Aber das war eine Nische, die für uns funktioniert hat, weil wir da unser Leistungsversprechen richtig einsetzen konnten. Wir haben auf der einen Seite die Geschwindigkeit, die wir in der Konstellation auch mit Teen eDrive super auf die Straße bringen können, und auf der anderen Seite eine hohe Industrialisierungsglaubwürdigkeit. So, und dann komme ich schon zur Conclusio. Was sind so die Haupt 3 Takeaways aus der Zusammenfassung? Glaubwürdigkeit muss ich mir operativ verdienen, muss auch den Mut haben, dann Entscheidungen zu treffen und Fakten zu schaffen. Partnerschaften, die funktionieren da, wenn sie komplementär sind und nicht einfach nur eine Partnerschaft des Partnerschaftswillens,
Es muss zueinander passen, da muss ich auch Mühe reinstecken, da muss ich die richtige Governance definieren und ständig dran arbeiten. Und drittens, Fokus über Breite. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Hier ist aber entscheidend, wie dieser Fokus gesetzt wird. Das muss man so entscheiden, wie es zu seinem Setup passt. So, und deshalb haben wir hier zeigen können, wie ein etablierter Zulieferer bei technologischer Diskontinuität es geschafft hat, sich zu erneuern. Und zwar nicht, indem man das Erbe aufgegeben hat, sondern indem man auf diesem Erbe neue Kompetenzen hinzugefügt hat und damit eine glaubwürdige operative Performance geschaffen hat. Und damit schließe ich jetzt und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Ahrens, für den spannenden Beitrag. Es ist ja letztendlich eine Transformation, die viele durchmachen müssen. Ich schaue mal hier in die Runde. Gibt es erste Fragen? Vielleicht eine von mir. Also letzten Endes das ist ja genau die Frage, inwieweit haben Sie Ihre eigenen Kompetenzen ein Stück weit abstrahiert, also gerade in der Fertigung zum Beispiel, Massivumformung oder was auch immer, und haben das als Ausgangspunkt genommen oder war es eher ein breiteres Suchen? Also wie stark hat das eine Rolle gespielt, in welchen Fertigungskompetenzen Sie bislang zu Hause waren? Also ich sag mal jetzt beim Komponentenfertigung war es maßgeblich eine Abstrahierungsgeschichte. Wir haben die Governing-Prozesse, die Qualitätsprozesse rundherum, das lässt sich vieles 1:1 übertragen, viel aus der Logistik. Natürlich jetzt, wie man ein Kettenglied stanzt, ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich ein Blechpaket mache. Ja, aber das war eine gewisse Abstrahierungsebene, die wir da eingehen mussten. Wir haben uns da aber durchaus viel mit beschäftigt. Wir haben eine ausführliche Kompetenzanalyse gemacht und das auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl auf technischen als auch auf den nicht technischen Ebenen, das dann abstrahiert und damit eben neue Kompetenzcluster auch geschaffen und strukturiert, die wir vorher gar nicht so gesehen hätten. Okay. Zweite Frage, ja bitte. Ja, hallo Herr Ahrens, vielen Dank für den Vortrag aus einer anderen Perspektive. Würden Sie noch einmal skizzieren, wie Sie diesen Umbruch finanziert haben? War das alles bootstrapped? Haben Sie sich da Investoren reingeholt? Haben Sie da von der Gruppe profitiert? Also es war letztendlich alles aus der eigenen Firma heraus. Wir haben keine zusätzlichen Investoren reingenommen und man hat es beim Transformationszeitraum gesehen. Das war ein relativ langer Zeitraum. Das geht sicherlich schneller mit entsprechenden Ressourcen und Anstrengungen, aber dadurch, dass wir das eben Stück für Stück aufgebaut haben, erst Stück für Stück Kompetenzen aufgebaut haben, auch Testing the Water nennt man es ja vielleicht, wir konnten Dinge auch ausprobieren, ohne direkt in große Investitionen gehen zu müssen. So konnten wir das dann auch für ein Unternehmen unserer Größe gut umsetzbar schaffen. Und natürlich die großen Investitionen kamen dann erst, die ganz großen Investitionen kamen dann natürlich erst mit dem Projekterfolg. Und da hatte ich natürlich dann entsprechendes Backup. Ja? Ich denke, das eine, diese Analyse der Kompetenzen, das andere, was Sie auch gemacht haben, ist nach Kooperationspartnern zu suchen. Ja. Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Jetzt sprechen ja ganz viel auch über Start-ups. Sehen Sie da, haben Sie das auch probiert, mit Startups zu agieren oder wie würden Sie den Partner beschreiben, den Sie dann letzten Endes akquiriert haben? Also wir hatten natürlich hier den absoluten Benefit, dass wir mit Teen eDrives schon frühzeitig einen Partner im Haus haben, der einfach 100% zu uns gepasst hat. Und wir haben eben aus dieser Art und Weise der Zusammenarbeit jetzt schon Schlüsse gezogen, die wir durchaus nutzen für die nächsten Schritte. Was kommt jetzt und sind da auch in Partnering-Geschichten dran? Startup ist natürlich ein Thema, was wir auch anschauen. Da ist im Moment noch so eine Thematik, das kann uferlos werden. Ja, da eben genau das Startup zu finden, was nah genug dran ist, dass man das auch auf den nächsten Schritt bringen kann, ist eine Herausforderung, an der wir aber gerade arbeiten. Gut, sehr schön. Also ich denke, angesichts der Zeit möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken.